Hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind hier im Moment im schönen, verschneiten Allgäu unterwegs. Und schön sonnig ist es heute auch. Und wir wollen euch heute mitnehmen auf eine kleine Rundwanderung von Oberstdorf aus. Die startet an der Talstation der Nebelhornbahn und führt uns zu einem alten Bergbauerndorf, Gerstruben, das ganze 400 Jahre alt ist. Ja, wie ihr seht, wir sind auch schon beim Bergbauerndorf angekommen. Nehmen euch natürlich mit auf die Tour und auf die Erkundung von dem kleinen Dorf hier. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie Tour und Dorf so sind, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es bei bestem Wanderwetter und mit viel Vorfreude an der Talstation der Nebelhornbahn. Los geht's. Da ist der Anne die Wanderlust direkt anzusehen. Und so ging es auf ordentlich präpariertem Weg aus Oberstdorf hinaus in Richtung verschneiter Bergwelt. Der Weg führte uns bald nah am Flussufer der Trettach entlang. Allerdings nur für ein kurzes Stück. Erstreckt sich der Fluss doch von der Quelle bis zu seiner Mündung in die Iller über insgesamt 14 Kilometer. Dem Flusslauf bergan folgend genossen wir den belebenden Kontrast zwischen dem bewegten, mit Lichtreflexen durchzogenen Wasser, das durch das steinige Flussbett fließt, zu der ansonsten recht steif gefrorenen, stillen Umgebung. Bei der Überquerung der Trettach eröffnete sich uns der erste Blick in die winterliche Bergwelt. Ein richtiges Postkartenpanorama, was unsere Vorfreude auf die vor uns liegende Strecke noch verstärkte. Nun entfernten wir uns zunehmend vom Wasser und bewegten uns auf dem leicht ansteigenden Weg durch das verschneite Tal auf dessen Ende zu. Die Sonne hatte hier schon so viel Kraft, dass wir die Baumstämme dampfen sahen. Ein seltsamer Anblick, von dem vor allem Anne sehr fasziniert war.
Sonne erwärmte mit ihren Strahlen nicht nur das Gemüt, sondern auch den Körper. Bei der nun vor uns liegenden Steigung mussten wir zumindest eine Schicht Kleidung ablegen, wollten wir doch nicht so dampfen wie die Stämme eben. So, da wir jetzt gleich am steilen Anstieg hoch zum Dorf sind, legen wir jetzt erstmal ein bisschen ab. Es ist Eis hier. Eis im Winter? Auf dem Wanderweg? Sachen gibt's. Der nachfolgende Weg war zum Glück eisfrei, dafür aber leider asphaltiert. Bergan zum Dorf ging es auf breiter Straße. Die Steigung war allerdings nicht von schlechten Eltern. Ja, da fängt der Weg so gemächlich an, unten im Tal da am Fluss entlang. Und jetzt kommt mir ganz schön ins Schwitzen. Also gut, dass wir abgelegt haben. Es ist hier zwar breiter Asphalt, aber die Steigung ist dann doch sehr schweißtreibend. Steil bergan und strahlender Sonnenschein. Nun, was hatte Tobi da auch anderes erwartet? Was er nicht erwähnt hat, ist unser Fitnesszustand. Die erste ordentliche Steigung nach der längeren Winterpause macht die Anstrengung gleich doppelt so schwer. Langsam aber stetig wanderten wir bergauf. Die Aussicht wurde naturgemäß immer besser, sodass Tobi ab und an mal am Wegesrand innehielt und das ein oder andere Foto schoss. Aber auch beim Laufen konnten wir die Aussicht genießen, mussten wir doch dank der Straße kaum auf unsere Schritte achten. Während ich mich gewohnt gemächlich den Hang hinauf bewegte, war Anne anscheinend nicht ausgelastet. Rannte sie doch mit Kamera an mir vorbei. Verrückt. Und dann war es geschafft. Die ersten Häuser des alten Bergbauerndorfs Gerstruben tauchten auf. Ja, jetzt sind wir hier oben im Bergdorf Gerstruben angekommen. Ja, Handvoll Häuser sind's. Da gucken wir jetzt mal ein bisschen rum und dann haben wir gesehen, da oben gibt es einen Berggasthof auch direkt. Der scheint offen zu sein. Da werden wir, glaube ich, auch gleich mal einkehren. Aber jetzt erstmal ein bisschen das Dorf angucken. War ja klar, dass Tobi gleich wieder die Einkehr vor Augen hat. Bei dem Traumwetter war mir gerade gar nicht nach drinnen sitzen. Gerstruben wurde erstmals 1367 urkundlich erwähnt und war noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bewohnt. Die Bauern lebten zunächst vom Ackerbau und später von der Viehzucht. Bei diesem entbehrungsreichen Leben verwundert es nicht, dass die Bewohner Ende des 19. Jahrhunderts ihre Anwesen zum geplanten Bau eines Speichersees an eine Elektrizitätsgesellschaft verkauften. Zum Glück wurde das geplante Kraftwerk nie errichtet und so können wir heute noch 4 der ehemals 9 Anwesen und eine Kapelle bewundern. Diese sind immerhin stolze 400 bis 500 Jahre alt. Die Häuser präsentierten sich heute in malerischer Winterbergkulisse, waren aber leider verschlossen. Eine Besichtigung ist nämlich nur zwischen Mai und Oktober möglich. Nichtsdestotrotz hatten wir unseren Spaß bei der Besichtigung des Dorfes. Die denkmalgeschützten Bauernhäuser sind ein wahres Kleinod im Allgäu. Bevor wir den Abstecher zum Berggasthof machten, nutzten wir das herrliche Wetter für ein kleines Päuschen in der Sonne mit Tee und einer kleinen Stärkung. Im Anschluss ging es sehr zu Tobis Freude hinauf zum Berggasthof. Doppelt pausiert entspannt noch besser. Ausgeruht machten wir uns dann an den Abstieg, auf demselben Weg, wie wir hinaufgekommen waren.
Die alternative Route über den Hölltobel war leider gesperrt. Hier kamen wir am Morgen von rechts. Da wir aber nicht komplett den identischen Weg zurücklaufen wollten, wanderten wir nach links weiter. Neben einigen Wanderern und Spaziergängern trafen wir unterwegs auch auf Langläufer, die ebenfalls das schöne Wetter und die gespurten Loipen nutzen wollten. Nun endlich verließen wir den asphaltierten Teil des Weges. Winterliche Kulisse, schön und gut, aber beim Winterwandern möchte man doch auch mal Schnee unter den Wanderschuhen haben. Neben Wandern und Langlauf kann man im Allgäu noch weiteren winterlichen Aktivitäten frönen, wie hier zum Beispiel im Eisstockschießen. Da war ordentlich was los. An dieser Stelle sind wir vorhin links gelaufen. Mit anderen Worten, unser Ziel war nicht mehr weit. Die Tour startet in Oberstdorf an der Nebelhornbahn. Von dort aus folgt man ein ganzes Stück der Trettach nach Süden, bevor man zum Bergbauerndorf Gerstruben aufsteigt. Der Rückweg ist in Teilen identisch mit dem Hinweg. Im Mittelteil verläuft er jedoch auf der anderen Flussseite und ein Stück ab der Trettach zurück zur Talstation der Nebelhornbahn. Da haben wir es geschafft. Das alte Bergbauerndorf Gerstruben ist erwandert. Die Runde war nett, sage ich mal, um die 11 Kilometer. Am Anfang recht gemütlich und schön anzuschauen mit dem Flüsschen, wo man dran entlang läuft. Nicht allzu viel Steigung. Hinten raus hat es dann aber doch uns ein bisschen gefordert. Zum Dorf hoch, ja. Es war zwar Asphalt, aber es ging vom Gefälle her doch ordentlich mal. Das haben wir noch. Sieht man auch sehr lustig im Höhenprofil. Ja, Dorf selber war auch sehr nett anzuschauen. Es sind 5, 6 Häuschen, mehr sind es nicht. Plus ein Berggasthof, wo wir auch eingekehrt sind. Ja, also das Dorf kann man auf jeden Fall besuchen. Der Weg als solches, ja, Anna hat es passend gesagt, der ist ganz nett insgesamt. Wir wollten den auch schon mal im Sommer laufen. Ich glaube, da wäre es eher nichts gewesen. Also wir waren uns da beide einig, im Winter jetzt läuft er sich schön, weil die Berge so weiß angepudert Genau, sind. super Kulisse. Genau, das sieht man schön. Im Sommer. Ja. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Für das, was wir heute machen wollten, nämlich einen nicht allzu anstrengenden Weg laufen, da wir doch jetzt so die letzten 2, 3 Monate nur ganz sporadisch zum Wandern kamen und mit dem Fitnesslevel ja nicht ganz so auf der Höhe sind, war es dann voll okay. Und ja, bei dem Wetter heute Ja, dabei noch ein bisschen hat es Sonne. auch dann richtig Laune gemacht, also insgesamt. Gut, würde ich sagen, Ja, haben wir es. würde ich auch sagen. Gut. Was wir vergessen haben, es gab noch Eisstockschießen auf dem Weg. Ah ja, da sind wir auch noch vorbeigekommen, genau. Das Ja. hat die Anne so ein bisschen abgefeiert. Das haben wir noch nie live gesehen. Hm? Ich wüsste jetzt nicht. Also es war auch mal ganz nett, da ein bisschen mit Genau. zuzugucken. Gut, aber dann haben wir es jetzt. Ja, dann hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.